Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Nachdem wir uns im letzten Video zum Deutschen Orden mit der Baureise und dem Verheerungsfeldzug beschäftigt haben, stellt sich natürlich auch die Frage, wie fügten sich die Gäste des Deutschen Ordens, die an beiden Reisen beteiligt waren, in dessen militärische Strukturen ein. Denn der Deutsche Orden als religiöse Gemeinschaft und Landesherr in Preußen kannte klare Befehlsstrukturen und Hierarchien, so Werner Paravicini. Das Aufgebot zum Feldzug, die sogenannte Ausrichtung, die regelte, wer mit wie vielen Leuten am Feldzug teilnahm, wurde vom Hochmeister ausgegeben. Gleichzeitig gab er auch Ziel, Vorgehensweise, Anfang und Ende an. Das Ordensheer stand unter seinem Befehl, der oberste Marschall kommandierte das Heer im Auftrag des Hochmeisters in dessen Abwesenheit. Der Marschall selbst konnte zusätzlich Komture als Kommandanten einsetzen. Das Heer selbst war in einzelne Banner unterteilt, die in einer festgelegten Reihenfolge vorrückten. Das sogenannte Aufwerfen der Banner markierte den Beginn der Feindseligkeiten. Während der Reise wurde am Ausgang der Wildnis und unterwegs ein Kriegsrat gehalten. In diesen vom Orden erstellten Rahmen mussten die Gäste eingefügt werden. Der Marschall nahm in diesem Zusammenhang eine wichtige Position ein. Er legte nicht nur Frachtraten und Preise fest, sondern setzte auch Verbindungsoffiziere ein, die oft Ordensbrüder waren, die aus dem Heimatland der Gäste stammten. Werner Paravicini schreibt in Die Preußenreisen des europäischen Adels hierzu: So bewirtete Johann von Blois im Januar 1363 in Danzig beispielsweise den Deutschherrn Giesbrecht von Isselstein. Paravicini schreibt weiter hierzu, dass im Falle der niederländischen Adligen die niederländischen Ordensbrüder während des gesamten Feldzuges bei ihnen blieben. Dieser Umstand dürfte auch im Zusammenhang mit Adligen anderer Herkunft zutreffend sein. Gerade für ein Heer, das sich durch Feindesland bewegte und jederzeit mit feindlichen Angriffen rechnen musste, war es nötig, dass die Verständigung zwischen der Heeresführung und den einzelnen Teilen des Heeres möglichst reibungslos vonstatten ging. Der Marschall war gleichzeitig aber auch der Richter über die Fremden. Dies betraf nicht nur die Gäste des Ordens, sondern auch die Söldner, die der Orden für seinen Kampf gegen den König von Polen anwarb. Sie mussten sich laut Vertrag der Gerichtsbarkeit des obersten Marschalls des Deutschen Ordens unterwerfen. Zwar wurden die Gäste nicht derartigen Verpflichtungen unterworfen, aber auch für sie galt als oberste Gerichtsbarkeit der oberste Marschall des Ordens. Die Chroniken berichten mehrfach, so Paravicini, dass die vornehmen Gäste des Ordens unter der Befehlsgewalt des Marschalls standen, aber sie berichten auch, dass der Marschall sich mit den hochrangigen Gästen beriet, so Paravicini weiter. Den Marschall als Befehlshaber und Ordner des Heeres beschreibt Peter Suchenwirth. Und jetzt kommt wieder Mittelhochdeutsch. Des Herrs Marschalk in Preußenland, Gotthard von Lienewas genannt, hieß stille halden mit dem Heer, bis jeder Mann mit ganzer Wehr zu seiner Panier kom geritten, damit er reit nach Landessitten. Die Gäste selbst wurden auch unter ein Banner untergeordnet, aber nicht zu den Bannern des Ordens und seiner Untergebenen. Grafen, Fürsten und vornehmere Ritter führten ihre eigenen Banner und Wimpel. Die Gäste bildeten, so Paravicini, eigene Einheiten mit eigenem Feldgeschrei, unterstanden aber trotzdem weiterhin dem Oberkommando des Marschalls. Darüber hinaus zeigte sich auch, so Paravicini, dass sich die Ordensgäste insgesamt organisierten. Sie wählten einen Hauptmann oder Gästemarschall. So war 1351 der Herzog von Lancaster dazu erwählt worden und auch Peter Suchenwirth berichtet 1377 von der Wahl eines Hauptmanns unter den Gästen. Konrad von Krey was Hauptmann. Das Heer war's ihm untertan, von Österreich mit ganzer Zucht. Konrad von Krey, ein Kärntner, war also nicht nur der Marschall des österreichischen Heeres, sondern auch der gesamten Gäste. Allerdings ist nicht bekannt, welche Aufgaben das Amt des Hauptmannes umfasste. Neben dem Gästemarschall gibt es noch zwei weitere Institutionen, die eine Gemeinschaft der Gäste fördern sollten: das Georgs- und das Marienbanner. Das Führen eines dieser Banner galt als große Ehre und von beiden Bannern sagte man, dass ihnen die Gäste folgten, so Paravicini. Das Banner oder die Fahne galten im Ritterheer als eines der vornehmsten Befehlszeichen und waren auch Bezeichnungen für die durch sie gekennzeichneten Einheiten. Die Fahne gab den Standort des Befehlshabers und so auch den taktischen Mittelpunkt eines Heeres an. Fiel die Fahne, so war sie Signal für die Aufgabe dieses Mittelpunkts und war Zeichen der Führerlosigkeit der eigenen oder der feindlichen Truppen. So Volker Schmidtchen in Kriegswesen im späten Mittelalter.
Paravicini vermutet, dass Georgs- und Marienbanner die Feldzeichen für die Preußenfahrer waren, die nicht unter eigenem Banner in die Schlacht zogen. Allerdings finden sich beide Banner auch dann noch im Orden, als es nur noch wenige Preußenfahrer gab und man begegnete beiden Bannern auch außerhalb des Ordenslandes. Beide Banner gehörten zur Vorhut, also zu dem Teil des Heeres, der als erstes in Kampfhandlungen geriet. Interessant dabei ist, dass das Georgsbanner ausschließlich von Reichsangehörigen getragen wurde, in erster Linie von Schwaben und Franken, die dem Niederadel entstammten. Die Reichsangehörigen beanspruchten dieses Banner als ihr altes Privileg und verteidigten es gegen jede Konkurrenz, besonders gegen die englische, die ihren Anspruch darauf begründete, dass St. Georg mit der Gründung des Hosenbandordens 1347 zum Nationalheiligen gemacht worden war. Banner mit dem Bild St. Georgs gab es in allen Heeren mit ritterlicher Führung. Wo immer es aber auftauchte, das Kreuzzugsbanner schlechthin, haben es die Deutschen und unter ihnen der Stamm der Schwaben und derjenige der Franken mit dem schon bei Lampert von Hersfeld erwähnten Vorkampfprivileg für sich beansprucht, so Werner Paravicini in Die Preußenreisen des europäischen Adels. Das Marienbanner war im Gegensatz zum Georgsbanner kein exklusives Banner für eine bestimmte Gruppe. Paravicini führt an, dass es von einem Brabanter, zweimal von Franzosen, von einem Flamen und einmal von einem Herrn vom Niederrhein getragen wurde. Das Marienbanner scheint also nicht durchweg für Deutsche reserviert gewesen zu sein, sondern es konnte auch Preußenfahrer aus Frankreich, England und anderen Ländern auszeichnen. Die Führung eines der beiden Banner scheint auch eine Vorstufe zur Aufnahme zum engeren Ehrentisch oder sogar zu dessen Vorsitz gewesen zu sein. Der Ehrentisch war ein Festmahl, das der Hochmeister des Ordens oder der Marschall im Auftrag des Hochmeisters veranstaltete. Wie ja bereits gesagt, warteten die Gäste des Deutschen Ordens in Königsberg auf den Beginn des Feldzuges. Hier luden sie sich natürlich gegenseitig ein und hielten von Zeit zu Zeit auch Hof. Der Ehrentisch scheint im Konventsrämter der Ordensburg in Königsberg ausgerichtet worden zu sein, meist kurz bevor man zur Winterreise aufbrach, also Ende Januar oder Anfang Februar. Die Verweise einiger Autoren darauf, dass der Ehrentisch auch in der Marienburg ausgerichtet wurde, hält Paravicini allerdings für unglaubwürdig, da sich die Preußenfahrer in Königsberg versammelten und auch dort ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen und Vergnügungen nachkamen. So Werner Paravicini in Die Preußenreisen des europäischen Adels. Der Ehrentisch war eine Feier für alle Preußenfahrer, die auf eigene Kosten die Reise nach Preußen angetreten hatten. In diesem Zusammenhang verweist Paravicini auf eine Gruppe Metzer-Preußenfahrer, welchen der Herzog von Lothringen anbot, ihre Reisekosten zu bezahlen. Voraussetzung hierfür war aber, dass die Metzer unter seinem Banner nach Preußen reisten. Weil nun aber die Metzer den Tadel ihrer Freunde fürchteten, lehnten sie das Angebot des Herzogs ab. Und weil die genannten Metzer auf eigene Kosten waren, saßen sie am genannten Ehrentisch, mit dem genannten Herzog und anderen, die dort auf eigene Kosten waren, denn man hält diejenigen, die auf eigene Kosten sind, in größeren Ehren. Zitat aus der Metzer Chronik des Augenzeugen Jacques Desch, zitiert nach Werner Paravicini, Die Preußenreisen des europäischen Adels. Der Ehrentisch im engeren Sinne war natürlich in erster Linie ein Tisch. Wer hätte es gedacht? Er stand möglicherweise innerhalb des Festsaales an einem erhöhten Ort, was aber auch nur im übertragenen Sinne gemeint sein könnte, so Werner Paravicini. Die Sitzordnung des Ehrentischs stellte zugleich eine Rangordnung dar, nach der die Teilnehmer platziert wurden. Einer saß am Anfang des Tisches und erhielt so den würdigsten Sitz. Der Rest belegte die Plätze gemäß seinen jeweiligen Verdiensten. Des Weiteren nahmen der Hochmeister oder der Marschall als die Ausrichter des Festes nicht am Ehrentisch teil, weil sonst die Plätze neben ihnen oder die ihnen gegenüberliegenden die ranghöchsten gewesen wären. Die Auswahl der Teilnehmer des engeren Ehrentisches trafen nicht der Hochmeister oder der Marschall, sondern sie wurden schon vorher von den in Königsberg anwesenden Herolden gewählt. Interessant hierbei ist, dass weder vornehme Geburt, Reichtum oder die Leistungen der noch kommenden Reise ein Kriterium für die Auswahl zum Ehrentisch darstellten. Für die Auswahl zum Ehrentisch war nur der von den Herolden bezeugte Ruhm der ritterlichen Taten von Bedeutung. Die ältere Hochmeisterchronik berichtet hierzu, dass Hochmeister Konrad von Wallenrode,
Hochmeister von 1391 bis 93, 1391 den Ehrentisch ausrichten ließ und do alle Gäste waren gebeten und dorauf gedocht was, wen adir wie man setzen sollte, noch ritterlicher Ehre. Zitat, die ältere Hochmeisterchronik in Scriptores Rerum Prussicarum Band 3. Dass der oben beschriebene Rittertypus nicht nur ein Idealbild war, zeigt sich auch an späteren Beispielen, wie an Ritter Georg von Ehingen. Dieser wurde zwar erst 1428 geboren, unternahm aber nach seiner Erziehung am Hofe Herzog Sigmunds von Österreich 1454 bis 1456 eine Pilgerfahrt ins Heilige Land. Ein Jahr nach seiner Rückkehr brach er bereits wieder auf eine neue Reise auf, die ihn nach Frankreich, Spanien, Portugal, Afrika, England und Schottland führte. So Steffen Kriep in Zwischen Dienst und Fest. Diese Form des ritterlichen Abenteurers scheint aber nicht nur im Adel verbreitet gewesen zu sein. So führt Kriep das Beispiel Nikolaus von Popplau an, der aus einem Breslauer Patriziergeschlecht entstammte und sich 1483 ebenfalls auf eine ähnliche Reise aufmachte, wie auch Georg von Ehingen. Die Reise brachte ihn unter anderem an die Höfe des Herzogs Albrecht von Bayern-München, Herzog Sigmunds von Österreich und anderer, an deren Hof er dadurch auffiel, dass er einen besonders schweren und langen Turnierspieß führen konnte. Die ältere Hochmeisterchronik berichtet in diesem Zusammenhang davon, dass 1391 der Österreicher Konrad von Reichersdorf den Vorsitz des Ehrentischs erhielt. Grund für diese Auszeichnung war, dass er, was der gepreiseste in ritterlichen Geschäften. Konrad war ins Heilige Land gereist, hatte dabei aber nicht den bequemen Seeweg gewählt, sondern war über Land nach Palästina geritten. Außerdem war er mit anderen Rittern in einen hohlen Berg gestiegen und hatte als einziger dieses Abenteuer überlebt. Es wurden also diejenigen ausgewählt, die dem Idealtypus des Preußenfahrers entsprachen, so Paravicini. Diesem Typus entsprach der Ritter, der auf der Suche nach Ritterschaft und Ehre die Welt durchstreift hatte, wie die polnische Klageschrift richtig sagt, und dabei von den Herolden gesehen worden war. Auf die Platzierung der Teilnehmer folgte dann das Mahl, in welchem die Ritter besonders ehrenvoll bedient wurden. Auf das Dankgebet folgte die Verlesung der Geschichte des Ehrentisches und dann heftete ein Ritterbruder den Rittern des Ehrentisches eine Devise an die Schulter, welche lautete: Ehre besiegt alles. Mit diesem Vorgang fand das Festmahl seinen Abschluss. Und mit dem Abschluss des Ehrentisches sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt. Und bis bald in meiner Schmiede.